So, wir sind jetzt bei meinem Auto angekommen und ich habe hier den Schlüssel, mit dem ich das Auto aufschließen kann. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ui, bisschen dreckig. Auf jeden Fall waren meine Scheiben schon ein bisschen eingeeist, aber hat ein ganz netter Nachbar mir einen Eiskratzer ausgeliehen. Danke dafür. Jetzt bringen wir noch kurz den Eiskratzer zurück. So, jetzt müssen wir hoffen, dass der Abschlepphaken auch hier drin ist, wo er hingehört. Hier beim Ersatzrad. Und ja, da ist er schon drin. Ich habe ihn ja überhaupt nicht bereitgelegt. Mein Vater hat jetzt hier bei seinem Auto das hinten schon dran gemacht, den Abschlepphaken. Ja, und bei mir muss man das natürlich vorne dran machen. Wo ist es? Hä? Ach so, ist er vielleicht hinter einem von diesen Dingern? Ja, das könnte sein. Hier vielleicht? Soll ich kurz in der Anleitung gucken? Ja. Ah ja, ist der linke. Nee, die linke. Ach so, sorry, ich meine linke, wenn man von vorne drauf guckt. Ah, so. Das kann doch nicht sein hier. Ah, runterdrücken. Ach so. Ah, da zu laschen, gell? Ah, genau. Ah, jetzt. Ja, ist schon ein bisschen verrostet, aber es sollte eigentlich gehen. Sollte. Hä? Eieiei. Hä, was ist denn da los? Ach so, das sind Linksgewinde. Ja, Kann das sein? kann schon sein. Das ist echt ein Linksgewinde. Ha, interessant. Krass. Dass ich sowas noch erlebe. Es ist noch nicht ganz richtig drin, aber von Hand kommt man hier kaum weiter. Deswegen kann man hier so einfach irgendwas zur Hilfe nehmen, um das Ding auch richtig reinzuschrauben. So. So, das sollte auf jeden Fall halten. Ja, das Abschleppseil natürlich. Das brauchen wir noch. Wo ist es denn? Ach, da hinten. Das habe ich jetzt extra gekauft. Hat nicht viel gekostet. 8 Franken. Da ist sogar schon so ein rotes Ding dran. Das muss man in der Schweiz in der Mitte des Abschleppseils montieren, so eine rote Kennzeichnung, damit nicht irgendwie jemand das Gefühl hat, er kann zwischen den beiden Autos durchfahren. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch muss. Ja, dann hängen wir das einfach mal dran. So, und dann muss man auch noch das Warndreieck hinten am Auto so anbringen, dass man es halt sieht und dass es nicht runterfällt. Das haben wir hier, das Warndreieck. Okay. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht ein bisschen. Ja, ich habe es jetzt mal hier so dran geklemmt. Müssen wir noch hier noch richtig zusammenstecken. So, jetzt. Ja, das sieht schon mal gut aus. Dann habe ich hier sogar extra noch so ein Blinklicht mal gekauft. So, das stecke ich einfach mal aufs Auto drauf. Das ist magnetisch. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon bereit zum Abschleppen, oder? Bauer, warte mal kurz. Nicht, dass der jetzt losfährt. So. Wir machen jetzt mit Telefonanruf, dass ich ihn auch noch höre. Hallo? 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 Ich höre ihn nicht. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, also ich wäre bereit. Auf jeden Fall ein großer Unterschied, den ich festgestellt habe zwischen Deutschland und der Schweiz, also jetzt beim Abschleppen, ist, dass ihr in Deutschland, laut JP zumindest, die Warnblinker immer anhaben müsst beim Abschleppen. In der Schweiz ist es nur auf Autostraßen und Autobahnen der Fall und bei normalen Straßen muss man einfach Richtungsänderungen angeben, also halt beim Abbiegen, Blinken und sonst eigentlich gar nicht. So, mein Vater ruft wieder an. Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja. So, auf jeden Fall wird es ein bisschen schwer für mich, weil ich ja keine Servo-Unterstützung habe für das Lenkrad und auch keine hydraulische Unterstützung für die Bremse. Das heißt, es wird alles viel anstrengender. Ich merke das auch jetzt schon, aber beim Rollen sollte es ja auf jeden Fall ein bisschen besser gehen. Dann blinken wir mal links, weil wir ja hier rausfahren. Und los geht's. Sieht schon? Ja, es zieht. Okay. Ja, das funktioniert schon mal gut. Ich bremse mal ein bisschen. Ah ja. Jetzt ist das Seil nicht mehr gespannt. Ui, ja. Das fühlt sich ganz komisch an, so nah hinter dir zu fahren. Naja, noch ein weiterer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz ist die Abschleppseillänge, die maximale. In der Schweiz darf man 8 Meter haben, in Deutschland glaube ich nur 6 Meter. Oh ja, im Kreisel merkt man schon die Lenkung ein bisschen. Es ist schon doch ein bisschen schwieriger geht. Ja, ja, funktioniert. Man muss halt auch immer ein bisschen gucken, wenn es bergunter geht, dass man da ein bisschen auf der Bremse ist, weil das vordere Fahrzeug hat ja die Motorbremse, wenn er vom Gas geht. Das hat man halt hier nicht, da muss man ein bisschen manuell bremsen. Das ist gar nicht mal so einfach, man muss sich auf alles gleichzeitig konzentrieren. Ist aber noch angenehm, wenn das Auto so leise ist. So ist wahrscheinlich Elektroauto, oder? Ich dachte eigentlich, dass wenn du eine Vollbremsung machst, Papa, dass ich dann ausweichen kann, aber wird glaube ich nicht möglich sein. Wobei, dann kannst du ja ausweichen. Dann fahre ich einfach dann geradeaus weiter. Irgendwo rein. Ja, ich hoffe, das braucht man nicht. Ah, jetzt überholt er, ja. Okay, alles gut.
Ja, Achtung, das Seil kommt wieder. Putz. Ja. Ja. Ei. Okay, jetzt ist es wieder gespannt. Oh, da war sogar noch Fahrradfahrer ohne Licht. Und da überholt wieder jemand. War, fahren wir auf die Autobahn? Nein. Ach so, das sah gerade irgendwie so aus. Wir fahren parallel zur Autobahn. Okay, alles klar. Meine Cockpit-Beleuchtung ist irgendwie gerade ausgegangen. Ja. Vielleicht hat er gemerkt, dass er im Abschleppmodus ist oder so. Ich weiß nicht, gibt es sowas überhaupt? Berg runter. Ja. Und wieder einer überholt. Ich würde ja auch gerne überholen, aber ja. Das Seil ist wieder locker. Achtung. Jetzt könnte es gleich wieder... Ich fahr durch. Oh, ja. Eieiei. Ja, das war jetzt nicht ganz so optimal. Mama, wusstest du, dass man in Deutschland keinen Führerschein braucht, um das abgeschleppte Fahrzeug zu steuern? Wir fahren echt gerade nur 40, aber das fühlt sich so schnell an, wenn man hier hinten so nah an dem anderen Auto dran klebt. Das ist krass. Oh, Bahnübergang, okay. Ja, da fährt die Bahn über den Bahnübergang. Wow, was für eine Information. Ich finde, es macht Sinn, dass man hier in der Stadt zum Beispiel keine Warnblinker anmachen soll, weil sonst wissen die anderen Leute ja gar nicht, wo du hinfahren möchtest. Wenn jetzt beide Warnblinker anhaben, dann ja, keinen Plan, wollen die nach links, nach rechts, nach Hause. Und da kommt wieder ein Auto von hinten. Oh, BMW, glaube ich. Und ja, BMW. Warte mal, wo muss ich jetzt fahren? Moment, ich bin jetzt irgendwie falsch. Warte, ich fahre mal zurück. Ich habe keine Ahnung, wie ich fahren muss im Moment. Ja. Achtung, langsam. Oh. Ja, langsam. Weißt du jetzt wodurch? Ja, ich glaube, ja. Okay. Nein, ich glaube, ich bin falsch. Nein, bin ich falsch gefahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich durch muss hier. Wenden, hier wird schwierig, oder? Ach so, links Ja, abbiegen. ich weiß dann. Ist hier überhaupt eine Straße? Oh, hier ist Fahrverbot. Oh nein. Blöd. Versuchen wir sonst mit Stoßen kurz mein Auto zu drehen und dann kannst du ja normal wenden, oder? Ja. Soll ich auch noch mithelfen zu stoßen? Ja, komm, ich helfe kurz mit, oder? Kannst du an mir vorbei so? Ja. Das ist auch geil, wenn man mit einem abzuschleppenden Fahrzeug in eine Sackgasse reinfährt. Also ich bin bereit. Hat geklappt. Jetzt ist die Polizei hinter uns, okay. Und die Polizei fährt an uns vorbei. Wow. Oder sie fahren da vorne irgendwo, um uns den Weg abzuschneiden. Ich war mir eben nicht sicher, ob das mit dem Blinklicht oben da eigentlich erlaubt ist oder nicht, aber dadurch, dass die Polizei nichts gesagt hat, denke ich mal, ist es in Ordnung. Oh, hier ist auch noch ein Dönerladen, der ist richtig schlecht, also kann ich echt überhaupt nicht empfehlen. Er ist echt grauenvoll und auch noch voll teuer. Ich dachte, okay, kostet vielleicht ein bisschen viel, dafür voll lecker, aber ich hatte danach Kotzkrämpfe gekriegt. Ich hätte vielleicht noch den zweiten Akku für die Kamera mitnehmen sollen, aber ja, ich glaube, das reicht nicht mehr bis zum Schluss, aber das ist ja nicht so schlimm. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei der Garage angekommen. Meine GoPro-Batterie hat es leider nicht mitgemacht. Verschleiß immer. Ja, wir haben es aber auf jeden Fall geschafft. Hier ist die Garage. So, wir haben das Auto jetzt hier abgestellt. Und jetzt muss ich den Autoschlüssel in die Schlüsselbox reinwerfen, damit die von der Garage dann mein Auto auch reparieren kann. Was die dann machen ist, erkläre ich euch dann ein anderes Mal. Kein Bock jetzt.